jetzt fragt, warum Peter da so komisch in der Walachei rumsteht, aber eigentlich sollte da der Weg hochgehen zu dem anderen Circuit. Und ich glaube, der existiert nicht. Da lang. Tada! Hallo und herzlich willkommen für das Video für diese Woche. Wir fangen mal widerwindig an, aber da nicht so viel Sonne ist, oder zumindest nicht so wie Sonne sein sollte, jetzt kommt es natürlich wieder raus, haben wir heute mal unsere Beanies als Favorit für Kopfbedeckung genommen. Und ja, jetzt wollten wir hier eigentlich einen kleinen Krater-Rimwalk machen, aber den blasen wir mal ab, weil die haben für den ganzen Tag ziemlich viel Wind vorausgesagt. Und auch immer mal wieder Regen. Und falls es doch wieder anfangen sollte zu regnen, haben wir keine Lust, mittendrin festzustecken. Wir werfen jetzt mal einen kleinen Blick auf den See. Und dann gehen wir mal gucken. Es soll nicht weit von hier, so 20 Minuten weit weg, soll es eine kleine Cave geben. Da gehen wir mal gucken, ob wir wenigstens die finden, damit wir wenigstens ein bisschen was machen können. Ja, und falls ihr euch wundert, wir sind hier im Butch-Bin National Park und ja, vor 2 Tagen war hier noch so eine dermaßen Hitze gewesen, dass sie hier sogar ein extra Verbot ausgesprochen haben, sich hier aufzuhalten. Und heute ist es so kalt, dass wir, wie Peter schon sagt, unsere dickeren Mützen, ja, unsere Beanies aufsetzen mussten. Wir gehen jetzt jedenfalls mal los und schauen mal, wie weit wir kommen. Und wir haben auf der Karte zufällig gesehen, dass es noch irgendwie so eine Tunnel Cave gibt. Und den Weg, das ist jetzt ein halber von den Loops und ein halber von den anderen Loops. Und da gucken wir jetzt einfach mal, ob wir wenigstens dahin kommen, damit wir nicht für gar nichts hergekommen sind. Dieser Nationalpark, der ist auch wieder ein alter Vulkan. Und die ganze Vulkanebene erstreckt sich ja von Südaustralien bis in Victoria rein. Wir sind jetzt auf dem Weg runter in den Krater. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen dichter an den Kratersee rankommen, um uns den anzugucken. Und dann muss es irgendwo wieder ein Stück hochgehen, wo wir dann zu dieser Lava Cave kommen. Also wer sich jetzt fragt, warum Peter da so komisch in der Walachei rumsteht, aber eigentlich sollte da der Weg hochgehen zu dem anderen Circuit. Und ich glaube, der existiert nicht. Nichts da, keinen Weg gefunden. Also müssen wir außen rum gehen? Sieht so aus. Und so wie es aussieht, wird dir warm. Ja, weil irgendwie kommt da gerade die Sonne raus. Okay, Versuch Nummer 2. Und wie man sieht, Peter hat jetzt sein Hoodie wieder aufgesetzt, weil die Sonne ist jetzt wieder verschwunden. Ja, war ein kurzer Besuch. Jetzt fängt es auch wieder ein bisschen an zu kribbeln. Mal schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da gehen wir jetzt hin. Da wollen wir jetzt hin. Noch 2 Kilometer. Den machen wir noch. Auf geht's! Dann hol mal deine Taschenlampe raus. Ah, haben wir vergessen, richtig? Tunnel Cave ist No dark. kidding. Oh, und hier leuchtet es grün. Oh, wirklich?
Da bist du. Ja. Ja, Taschenlampe wäre schlecht gewesen. Aber? Da ist das Ende. Wir haben jetzt den Kratersee gemacht, wir haben die Höhle gemacht und jetzt machen wir noch eine Natural Bridge. Auf geht's! Ja. Bridge auch geschafft. Auch gefunden? Ja. Ich denke mal, jetzt ist Zeit, euch ein Lager für heute Nacht zu suchen, oder? Und dann geht's morgen weiter. Ist ja nicht imposant? Ja. Stell dich mal drunter. Eine 68 Pfund Kanone. 30,6 Kilo. Das hat er gesagt, bezieht sich auf die Größe des Kalibers des Geschosses, was sie damit abfeuern konnten. Ist eine ziemlich rare Kanone in einem World Level, also auf der ganzen Welt, die noch inklusive Untergestell mit allem drum und dran erhalten ist. Wir sind jetzt in der Maritim Village in Warrnambool und da gibt es ein paar Sachen, die man sich so alle angucken kann. Also ein richtiges kleines Dorf Ist mit Häusern. Ist ein komplettes Dorf mit allem drum und dran, mit Hafenhäusern, mit Leuchttürmen und was weiß ich was alles. Ja, und wir waren schon im Museum drin und die erzählen so ein bisschen die Geschichte über die ganzen Schiffe, die hier untergegangen sind, aufgelaufen sind. Alles mögliche, ein paar schöne Geschichten drin. Und jetzt gucken wir uns in diesem Dörfchen um. Ja, und jetzt gucken wir mal, weil da ist gerade keiner drin, so wie es aussieht. Jetzt machen wir eine Self-Guided Tour durch den Leuchtturm. Wo wir drauf kommen, was haben sie gesagt? Ich glaube 22 Stufen, ne? Ich weiß nicht, ob die hier schon mit dazu zählen. Keine Ahnung, auf geht's. Kleines bisschen eng hier oben. Ne? Ich dachte, man kann hier auf das Geländer irgendwie mal. Nee, ist ein bisschen klein. Hier kommt man wirklich gerade nur. Also das Licht hier, so wie es aussieht, von 1872 ist es hergestellt worden. Hier waren die Pulversäcke drin. Auch richtig viel haben da nicht reingepasst. Da drüben waren dann die Kanonenkugeln dazu drin. Und das sieht so aus wie das Ding, was vor dem Museum steht, was wir uns vorhin Das ist angeguckt so ähnlich. haben. Die ist bloß rein aus Metall und ich denke mal, die ist wahrscheinlich nicht ganz so groß. Das ist dann jetzt das Lower Lighthouse.
Kellner, eine warme Milch mit Honig. Ob die Dinger alle gleich schwer sind? Was denn? Ich dachte, du wolltest es hochziehen. Okay, Ich halte die Kamera hier fest. du kannst gleich selber probieren. Dein Turn. Der ist bestimmt schwer, den kriegt man bestimmt nicht hoch. Ein Stückchen. Das heißt, jetzt musst du beim letzten aufpassen, weil der dann hochfliegt. Oh, der ist aber trotzdem noch. Ist aber trotzdem noch ganz schön schwer, ha? Also wir sind beide nicht für die Seefahrt geeignet. Nee, also wenn da Sachen dran waren, die so schwer waren wie die Klötze, nicht wirklich. Aber andererseits, hast du vorhin in einen kleinen Movie gesehen, den wir da hatten? Der Typ, der da die Segel genäht hat, der hat ja ausgesehen wie Popeye. Der hat ja... Ich fand es einen guten, schönen Ausflug, wie eine Zeitreise im Grunde genommen. In die Vergangenheit, ja, so Ja. 200-300 Jahre zurück, ja. Und ja, die Häuser sind hauptsächlich naturbelassen worden. Natürlich mit ein paar neuen Restaurations. Für die etwas über $20, die der Eintritt bezahlst, hast du jetzt Zugang zu all dem, was du hier siehst, all dem, wo wir jetzt 2 Stunden lang durch sind. Okay, wir gehen jetzt noch weiter und in eine Käsefabrik. Käse, Butter, Milchfabrik, irgend sowas. Und da wollen wir mal gucken und wollen uns einen Milchshake schmecken lassen. Oder? Guck mal, gut sein soll er. Müssen wir jetzt einfach mal so glauben, werden wir dann aber gleich feststellen, wenn wir da sind. Ne? Ja. Jetzt gehen wir in den Cheese Keller und Café und Museum und gucken, was uns erwartet. Also lecker aussehen tut's ja. Der Shake ist zwar noch nicht da, aber Und Deep Fried Camembert. einmal ein Sick Shake für die Mama und wir haben mal einen Super Sick Shake. Also ich bezweifle mal, dass ich das Zeug durch den Strohhalm durchkriege. Deshalb kriegst du wahrscheinlich auch einen Löffel mit dazu. Hallo. Neuer Tag, neues Glück. Heute sind wir angekommen im Tower Hill Reserve. Wir sind jetzt praktisch mit dem Auto in einen erloschenen Vulkan reingefahren. Hier gibt es ein paar Seen und ein paar Wanderwege, die man machen kann. Jetzt haben wir uns dann einfach mal spontan dazu entschlossen, einen Boardwalk zu machen. Jetzt müssen wir nur noch schnell einen Rucksack holen und dann Geht's los! schauen wir mal, ob wir den Eingang finden. Sollte ja hoffentlich kein Rocket Science sein. Und dann gehen wir ein bisschen laufen. Da ist der Kraterrand. Ziemlich groß, der Krater. Aber man hört viele Vögel, ha? Wie sanft fühlt sich das an, ein bisschen wie. Sitzt da so auf dem Baum und lässt sich's gut gehen. Hast du einen Koala gesehen? Bist du happy?
Journey to the Last Volcano. Im Grunde genommen ist es ein Vulkan im Vulkan, oder? Und laut den Schildern ist das hier die letzte Stelle, wo er ausgebrochen ist. Der letzte Krater, der praktisch entstanden ist. Also, das ist der gesamte Krater. Und hier sind wir reingekommen. Und wahrscheinlich ist der in der Mitte immer wieder mal ein bisschen ausgebrochen. Deswegen hat sich der Hügel hier gebildet. Und das kleine Ding da, das ist der letzte ausgebrochene Punkt, wo wir vorhin rumgelaufen sind. Easy. Unsere Wanderung im Krater ist jetzt vorbei. Wir sind zurück am Auto und ich hoffe mal, dass ich Peter vielleicht dazu überzeugen kann, noch mal außen rum zu fahren. Ja, müssen wir mal gucken. Wir haben jedenfalls die Great Ocean Road jetzt erreicht. Ja, die ersten 20, 25 Kilometer haben wir hinter uns. Ja. Jetzt gehen wir zur Grotto. Ja. Jedenfalls haben wir uns gerade noch einen Knoppers gedönt. Als Wegzehrung. Ja, eigentlich gibt es hier Aldi. Ja, da haben wir uns halt auf Knoppers eingeschossen, weil die kriegen wir beim Aldi. Und die kriegen wir eigentlich bis jetzt überall. Ne? Ich habe noch keinen Aldi gesehen, wo wir die nicht kriegen. Ja. Okay, mehr können wir schon mal sehen. Ja. Und zurück Und zur ist Great schon mal Ocean da. Road. Zurück zur Great Ocean Road. Eigentlich eine ganz normale Straße. Ich würde sie so ein bisschen vergleichen wie die Abus in Berlin. Eine Straße, normale Straße mit einem besonderen Namen, oder? Einfach mal so kurios. Hast du eigentlich mal nachgeguckt mit dem, wie lang ist die eigentlich? Ich habe keinen blassen Schimmer. An einem Ende haben wir angefangen. Am westlichen Ende? Am westlichen Ende haben wir angefangen. Fahren wir es eigentlich bis zum Ende durch? Ich denke mal, ja. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob wir ein paar kleine Abstecher zwischendurch noch mal machen. Geht die hinter Melbourne noch weiter? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, wenn wir sowieso Richtung Melbourne wollen, müssten wir sie theoretisch komplett durchfahren. Theoretisch, ja. Praktisch, keine Ahnung. Wann bricht das Stück durch? Ja, ein paar Tage wird es dann dauern. Ich glaube, wir sind gut, Sind sicher? Mhm. denke ich mal. Aber trotzdem ist schon Ja. interessant, oder? Ob wenn die, ich weiß ja nicht, was haben wir wieder? High Tide, Low Tide? Keine Ahnung. Ob hier Wasser reinkommt? Die Great Ocean Road hier bei den Cliffs ist gespickt mit Felsformationen, angefangen von Turm, Brücken. Sind viele halt, die wirklich
absolut spektakulär aussehen. Wenn man so sieht, wie zerklüftet die ganze Küste hier aussieht, ist es kein Wunder, dass es hier so viele Schiffswrack gibt. Weil die Küste wird hier auch die Küste der Schiffswracks genannt. Wenn du mich fragst, die Küste hier an der Great Ocean Road ist bei weitem interessanter. Wie hieß die lange Küste, die wir lang gefahren sind? Banda Cliffs? Die Banda Cliffs hinten, die ja im Prinzip bloß Cliff ist, von vorne bis hinten. Weil die war ja bloß gerade, flach und pipapo. Hier hast du dann immer so eine Ecken, rausgebrochene Stücken. Dann hat sich dadurch mal eine Insel gebildet, mal hat sich ein Pfeiler gebildet, mal hat sich eine Brücke gebildet oder ein Loch. Nature's Windows, ja. Da hast du schon viel mehr zu gucken. Ja, und die bekanntesten, die 12 Apostel, das ist jetzt unser nächstes Ziel. Also soweit wie man weiß, die 12 Apostel haben ihren Namen erst später gekriegt. Und so wie es aussieht, das waren noch niemals 12. Das waren wohl bloß 9. Und mittlerweile haben sie sich reduziert auf nur noch 7. Weil einer ist zusammengebrochen in 2005 und der andere 2009. Ja. Und jetzt haben wir noch 7 Apostel, die niemals 12 waren. Aber immer noch 12 heißen. Juppie, endlich wieder ein Helikopter. Niki ruft an. Wo? Willst du? Ist das Niki? Hallo, hallo. Ah, warte mal. Du rufst gerade richtig an. Warte mal. Oh, it's beautiful. Das ist aber schön. Die 12 Apostel. Oh, okay. Da sind wir gerade. South Australia. Ja. Ja. Hallo. Ich probiere nur gerade das Stück Papier festzuhalten, dass es mir nicht wegfliegt. Ja. Wie man sieht, australisches Wetter ist nicht immer Sonnenschein. Und gestern Abend hatten wir noch einen kleinen Spaziergang in den Wald. Da hatten wir Sternenhimmel, war wunderschön gewesen. Wir haben uns ein paar Glühwürmchen angeguckt. Und heute sind wir am Cape Otway Leuchtturm. Okay. Ja, und den gucken wir jetzt an. Das ist hier so ein bisschen großes Area, wo noch eine Telegrafenstation da ist. Telegrafencafé ist da irgendwo, eine Telegrafenstation. World War II, Oh, Jesus. Zweite Weltkrieg, Bunker ist mit da. Und ja, das schauen wir mal uns das auf alle Fälle an. Und jetzt sputen wir uns ein bisschen, bevor es nachher wieder anfängt zu regnen. Wir hatten nämlich die Regen den ganzen Morgen und jetzt hat es gerade ein bisschen aufgehört. Nur don't push our luck.
Nachdem wir dann den Cape Otway Leuchtturm verlassen haben, im Regen natürlich, sind wir dann nach Apollo Bay gefahren und hinter Apollo Bay haben wir dann im Grunde genommen den schönsten Teil von der Great Ocean Road befahren und die schlängelt sich richtig an der Küste lang, rechts, links, hoch, runter. Und die ganze Straße schmiegt sich an die Klippen an und man hat dann auf der einen Seite die Klippe und auf der anderen Seite, wetterbedingt, hat man dann die wilde und raue See. Und wenn man dann um eine Ecke rumgefahren ist, dann hat man bloß nur noch gedacht, wow, die Kinnlade ist runtergeklappt, die Augen sind rausgepoppt und es war einfach nur atemberaubend. Man kann es schlecht beschreiben und ich fand es wirklich wunderschön. Und ich hatte Gott sei Dank den einfachen Part. Ich war Beifahrer und konnte glotzen so viel wie ich wollte. Und Peter musste sich im Regen halt auf die Straße konzentrieren. War ziemlich herausfordernd, das Stück zu fahren, weil halt man unheimlich viel schalten muss, weil es halt geht, immer gesagt, rauf, runter, ganz enge Kurven, stellenweise nur 30 Stundenkilometer um die Kurven rum und dann aber in dem Berg dann wieder beschleunigen mit dem großen Karawan hinten, also dennoch bei dem strömenden Regen. Aber ich stimme dir, Heike, zu. Ich muss fast sagen, wenn richtig die Sonne geschienen hätte, wäre es wahrscheinlich auch eine wunderbare Aussicht gewesen, hätte wahrscheinlich ganz toll ausgesehen. Aber da wir mehr oder weniger im Sturm gefahren sind und es hat geregnet und es hat gewindet wie blöd und es war dunkel, haben wir im Prinzip die ganze Zeit nur die riesen Wellen und die raue See gehabt. Und ich möchte fast sagen, das war fast schöner, als wenn die Sonne geschienen hätte. Es war so eine Aussicht mit den Felsen, mit den Wellen, wie die an den Klippen überall brechen und am Strand brechen. Das siehst du bei schönem Wetter nicht. Weil da war es gut, dass es der Sturm war. Zum Fahren war es natürlich absoluter Mist. Aber nee, war richtig toll. Also, und vor allen Dingen eine Stunde, 1,5 Stunden lang Aussicht pur. Weil man halt nur so langsam fahren konnte, nur Aussicht. Zumindest auf einer Seite. Auf der anderen Seite ging ja dann der Berg gleich hoch. Aber Ja. also wenn das irgendjemand mal immer fragt oder gucken will, welche von diesen berühmten Straßen man unbedingt in Australien fahren sollte, vergiss all die anderen. Nimm die Great Ocean Road. Die ist von der Aussicht und vom Fahren her, boah, Unbeschreiblich. war klasse, war unbeschreiblich, ja. Ja. Aber trotzdem, bei schönem Wetter würde ich es ja ganz gerne noch mal sehen wollen Ja. und dann vielleicht von Westen nach Osten befahren. Ja, weil da hat man mehr Möglichkeiten anzuhalten. Wir sind jetzt vom wir sind jetzt vom Westen nach Osten gefahren und hatten dementsprechend die ganze Zeit die kleinen Parkplätze, wo man anhalten kann. Die Aussichtsparkplätze waren alle auf der rechten Seite. Also waren alle auf der falschen Straßenseite. Und deshalb konnte man auch gar nicht so anhalten. Man konnte halt nur beim Fahren gucken. Ja, nee, absolut, ja, sehe ich auch so. Bei schönem Wetter nochmal und dann in die andere Richtung wäre das i-Tüpfelchen, aber nicht dieses Mal, beim nächsten Mal dann. Ja, und jetzt, Dann wissen wir Bescheid. schwelgen wir einfach noch ein bisschen in den Erinnerungen. Unsere Woche ist zu Ende und wir haben uns jetzt im Jarratal niedergelassen. Und bevor wir auf Wiedersehen sagen, möchte ich noch ein paar extra Worte verlieren. Was man in den Videos nicht gesehen hat, in den letzten 2 Wochen war hier in Victoria einige Buschfeuer und wir haben unseren Aufenthalt im Grunde genommen in Portland und Warrnambool ein bisschen verlängert, um nicht in die gefährliche Gegend reinzufahren. Und als es sich dann abgekühlt hat und geregnet hat, sind wir dann endlich weitergefahren und als wir dann die Great Ocean Road so enthusiastisch hinter uns gelassen haben, haben wir in den Nachrichten abends gesehen,
dass sie gesperrt wurde, weil einer von den Rivern extrem geflutet war. Ja, wir haben es beim Vorbeifahren schon gesehen. Also wir sind genau an dieser Stelle durchgefahren und haben schon Leute da stehen sehen mit High-Visible Sachen und die sind über die Straße gelaufen und es kam auch schon ein bisschen Wasser über die Straße drüber. Und wie wir denn da durchgefahren sind, da haben wir schon gesehen auf der Rückseite, ups, da ist ein Campingplatz und ein paar Autos. Da haben wir gesagt, die Leute werden, wenn es so weitergeht, richtig gut was zu tun haben. Und ja, wie Heike schon sagte, danach in den Nachrichten haben wir dann gesehen, die haben wohl jede Menge zu tun gehabt. Nachdem wir da durch sind, haben sie die komplette Straße dicht gemacht und dann sind im Prinzip angefangen, die Autos über die Straße zu schwimmen. Also da sind wir gerade noch mal mit dem blauen Auge davon gekommen. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, unser Mitgefühl ist natürlich bei denen, die vieles verloren haben in den Waldbränden, aber auch in dieser Flut. Und ja, wir müssen mit allem rechnen und das ist Australien im Grunde. Ja. Wenn wir in so einer Gegend sind, dann parken wir auch meistens schon so, dass wir meistens den Wohnwagen gar nicht von dem Auto abhängen. Wir lassen das alles dran, dass wenn dann wirklich Nachrichten kommen oder rundherum geht, muss man damit rechnen, dass sie dann sagen, so pass auf, ihr habt jetzt 10 Minuten und dann müsst ihr wegkommen. Nicht alle Leute hatten so viel Glück. Nicht alle Leute sind durch und nicht alle Leute konnten ihr Zeug abbauen oder so schnell alles einpacken, weil es so dermaßen schnell ging. Ja, ist halt traurig. Wir jedenfalls, wie gesagt, sind jetzt am Ende unserer Woche. Wir sagen auf Wiedersehen und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da oder einen netten Kommentar. Oder am einfachsten ist natürlich, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. bye. Da war ein Wasserfall, aber ich glaube, ich habe ihn nicht mehr erwischt.